Wir wissen an jedem Standort zu jeder Zeit, wie viel sich im Lager befindet, wie hoch der Auftragsstand ist, auch wie die Rundholzzufuhr am heutigen Tag ist. Und dieser vollumfängliche Überblick, den uns hier TimberTech aufgeteilt auf alle 3 Standorte bietet, der ist schon in der Branche einzigartig. Wir sind hier am Standort des Schichtholzwerkes. Wir produzieren hier Leinbinder. Die Rohware bekommen wir aus dem 2 Kilometer entfernten Sägewerk direkt angeliefert, also kurze Wege. Das dritte Werk befindet sich in Kärnten, also 50 Kilometer weiter östlich von diesem Standort hier. Und ja, dort produzieren wir Brettsperrholz und sind eben seit 2020 somit Vollanbieter in der Massivholzbranche. Also grundsätzlich ist es hier so, zusätzlich zu der Gesamtlösung, die die Firma Treuerl eben bereits hat, wo es eben von Rundholzeinkauf bis hin zur Verladung vom fertigen BSH geht, sagen wir halt hier speziell im BSH-Werk, wo eben die Aufträge, die der Vertrieb an Land zieht, dann im TICOM eben eingelesen werden und in der AV dann verplant werden. Da werden die Pressen geplant, da wird die Reihenfolge in der Produktion geplant, die fertigen Pakete, die hinten raus sollen. Und das Ganze wird dann eben an unsere Anlagenlösung übergeben, die dann direkt mit dem TICOM vernetzt ist, wo dann eben diese Produktion gesteuert ist. Also in der Produktion hat jede Stange eine eindeutige ID, die wird von uns generiert und an die Steuerungen weitergegeben. Das heißt, ich weiß zu jedem Zeitpunkt als Anwender vom TICOM, als Anlagenbediener oder eben auch die Steuerung weiß zu jedem Zeitpunkt, wo sich diese Stange befindet und wie der aktuelle Produktionsstatus dazu ist. Also im TICOM werden die Aufträge geplant, diese Abbundaufträge bzw. auch die Vorproduktion dazu, und dann wird das Ganze an unsere eigenständige TIAS-Datenbank übergeben. Das bedeutet die TimberTech Anlagensteuerung, die ist komplett losgelöst ab dem Zeitpunkt vom TICOM. Das heißt auch Verbindungsabbrüche, Netzwerkprobleme und so weiter beeinträchtigen sie ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Von dort aus werden dann die ganzen Stangen, die in das Abbundzentrum fahren, von uns verwaltet. Das heißt, wir steuern den automatischen Kran, der diese Stangen dann zwischenpuffert, übergeben bei Auftragsstart an die Abbundanlage die ganzen Daten, die diese braucht, also die komplette Abbunddatei, und schicken dann die einzelnen Stangen in der richtigen Reihenfolge zu der Maschine, wo sie dann eben abgebunden werden können. In Steinfeld haben wir uns für ein Rungenlager entschieden. In diesem Rungenlager werden dementsprechend 5 Rungen mit Rohwarenpaketen übereinander gestapelt. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen Asling und Steinfeld. Das Rohmateriallager für die Produktion in Steinfeld wird ebenfalls von unserem TimberTech Leitrechner gesteuert. Das heißt, dort werden in Rungen die ganzen Rohwaren, die vorher im Sägewerk von Treuerl produziert werden, zwischengelagert, und dort ist ein Kran installiert, der automatisch eben läuft, und dieser kriegt die Befehle von unserem Leitrechner. Die Partnerschaft mit TimberTech besteht seit 2018. Wir haben uns in einem großen Projekt damals entschieden, das gesamte ERP-System umzustellen, und haben uns dort für TimberTech entschieden. Unter anderem ein ausschlaggebender Punkt war, dass sie einfach von Rundholzeinkauf bis zum Verkauf bis hin zu vollautomatischen Lagersystemen Vollanbieter in diesem Bereich sind. Und eben auch die Zusammenarbeit ist sehr partnerschaftlich. Man ist per Du mit den meisten und kann eigentlich immer anrufen, wenn man Probleme hat.
und die Probleme werden auch gehört und so schnell wie möglich dann auch abgearbeitet. Das heißt, wir sind schon sehr zufrieden und ja, würden den Schritt auf alle Fälle auch nochmal gehen mit dem Invatec.